Daniel Okoro und Samuel Mwangi hielten ihren blauen Streifenwagen auf der alten asphaltierten Straße an, die durch das Makena Wildtierreservat führt. Das grelle weiße Sonnenlicht schien auf die weite Prärie, wo üppig grüne Büsche zwischen der trockenen, rissigen Erde wuchsen. Beide stiegen aus dem Auto, jeder mit einer Kamera und einem Fernglas, um die Zebraherde in der Ferne zu beobachten. Die Zebras standen in kleinen Gruppen und grasten gemächlich auf kurzem, grünem Gras in einer seltenen friedlichen Atmosphäre. Daniel hielt die Bilder aufmerksam fest, während Samuel jede Bewegung in der Umgebung unauffällig beobachtete. Das sanfte Rauschen des Windes in den Bäumen erzeugt eine friedliche Atmosphäre. Niemand hatte damit gerechnet, dass nur wenige Minuten später eine unerwartete Situation diese friedliche Patrouille völlig verändern würde. Als sie sich beide wieder dem Streifenwagen zuwandten, erstarrten sie angesichts eines Anblicks, den sie sich niemals hätten vorstellen können. Direkt vor dem Auto stand ein winziges Löwenjunges still und starrte sie mit ängstlichem Blick an. Sein Vorderbein steckte in einer rostigen, alten Metalldose fest, die mit scharfkantigem Rost bedeckt war. Das Tier stieß schwache, leise Rufe aus, als ob es Fremde um Hilfe anflehen wollte. Sein hellgelbes Fell war mit Staub bedeckt, aber seine Augen leuchteten noch immer mit einem zerbrechlichen Schimmer von Vertrauen. Daniel und Samuel sahen sich einige Sekunden lang an, ohne ein Wort zu sagen, so überrascht waren sie. Die zuvor friedliche Szene ist nun angespannt und von Angst erfüllt. Beide erkannten schnell, dass das Löwenjunge verletzt war und sofortige Hilfe benötigte. Doch irgendwo im umliegenden Gebüsch lauerte noch eine größere Gefahr. Samuel drehte sich sofort um und musterte die Umgebung, da er befürchtete, die Löwin könnte jeden Moment auftauchen. Daniel hielt einen sicheren Abstand, beugte sich aber dennoch hinunter, um den Zustand des Löwenjungen zu beobachten. Beide musterten nervös die dichten grünen Büsche und das hohe Gras in der Ferne. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Löwen in der Nähe des Streifenwagens befanden. Daniel näherte sich dem Tier langsam und mit vorsichtigen, bedächtigen Schritten. Er legte dem Löwenjungen sanft die Hand auf den Kopf, um es zu beruhigen und seine Angst zu lindern. Der Löwe leistete keinen Widerstand, sondern stieß nur ein leises Stöhnen vor Schmerz aus. Seine Augen schienen dem vor ihm stehenden Parkwächter vollkommen zu vertrauen. Samuel eilte zurück zum Auto, um die notwendigen Werkzeuge für die Notfallrettung zu holen. Daniel wies das Löwenjunge an, sich auf den rissigen Asphalt zu legen, damit seine Wunden leichter behandelt werden konnten. Samuel hatte eine Drahtschere und die wichtigsten Erste-Hilfe-Artikel dabei. Daniel streichelte weiterhin den Kopf und Hals des Tieres, um es zu beruhigen. Samuel setzte die Zange vorsichtig am Rand der stark verrosteten Metalldose an. Bei jedem Schnitt der Zange hallte der Klang des Metalls in der stillen Weite der Prärie wider. Das Löwenjunge wimmerte vor Schmerzen, blieb aber gehorsam und kooperativ. Vor Anspannung und Angst bildeten sich Schweißperlen auf den Stirnen der beiden Ranger. Nach etwa 15 Minuten intensiver Anstrengung gelang es schließlich, die Dose vom Bein des Tieres zu entfernen. Die Wunde war sichtbar gerötet und schmerzhaft, aber glücklicherweise gab es keine Anzeichen für eine ernsthafte Knochenschädigung. Samuel griff schnell nach einem sauberen Verband, um ihn um die blutende Wunde des Löwenjungen zu wickeln. Daniel hielt das Bein des Tieres fest, um sicherzustellen, dass der Verband sicher und präzise angelegt wurde. Beide arbeiteten schnell, aber dennoch sehr behutsam, um weitere Schmerzen zu vermeiden. Nachdem der provisorische Verband angelegt worden war, schien das Löwenjunge weniger Schmerzen zu haben. Daniel und Samuel bereiteten sich darauf vor, es auf den Streifenwagen zu laden, um es zurück zur Rangerstation zu bringen. Sie benutzten eine weiche Decke, um den winzigen Körper des Tieres einzuwickeln. Samuel hob das Löwenjunge vorsichtig mit beiden Händen hoch. Daniel öffnete die Autotür und half dabei, das Tier in den hinteren Fahrgastraum zu verladen. Das Fahrzeug rollte schnell in Richtung der Rangerstation des Makena Wildreservats. In der Rangerstation warteten Tierärzte darauf, das verletzte Löwenjunge in Empfang zu nehmen.
Das Tier wurde in einem sauberen, gut ausgestatteten Behandlungsraum auf einen Untersuchungstisch gelegt. Der Arzt fertigte eine Röntgenaufnahme an, um den Zustand des verletzten Beinknochens zu überprüfen. Die Ergebnisse zeigten, dass der Löwe lediglich äußere Weichteilverletzungen erlitten hatte. Die Wunde wurde mit einer speziellen antiseptischen Lösung gereinigt. Ein frischer Verband wurde sorgfältig um den Fuß gewickelt. Der Tierarzt verabreichte dem Tier eine Injektion, um seine Genesung zu fördern. Daniel und Samuel standen neben ihnen und sahen ihnen mit erleichterten Mienen zu. Das Löwenjunge schien sich in den Armen der Menschen sicher zu fühlen. Das Löwenjunge wurde in einen großen, luftigen und sauberen Käfig gesetzt. Im Inneren des Käfigs befindet sich eine Schicht aus weichem, trockenem Stroh, damit es bequem ruhen kann. Jeden Tag kamen Daniel und Samuel, um die Verbände zu wechseln und den Zustand der Wunde zu überprüfen. Das Tier wurde von Tag zu Tag gesünder und aktiver. Die Wunde begann auszutrocknen und blutete nicht mehr so stark wie zuvor. Auch die Augen des Löwenjungen wurden wacher und aufmerksamer. Es begann gut zu fressen und gab kleine, energische Knurrlaute von sich. Die Tierärzte bestätigten, dass das Tier gesund genug sei, um wieder in die Wildnis entlassen zu werden. Daniel und Samuel bereiten sich auf die Reise vor, um das Löwenjunge an den Ort zurückzubringen, wo es gefunden wurde. Der Streifenwagen fuhr in die Gegend, in der das Löwenjunge gesehen worden war. In der Ferne ruhte ein Löwenrudel im Schatten eines großen Baumes. Daniel und Samuel hielten ihr Auto in sicherem Abstand an. Samuel öffnete die Hintertür, sodass das Löwenjunge selbstständig hinaustreten konnte. Das Tier setzte langsam seine Füße auf den vertrauten Boden. Es blickte hinauf zu den ruhenden Löwen. Der Wind, der über die Prärie weht, trägt vertraute Naturgerüche mit sich. Die beiden Ranger standen schweigend da und beobachteten jede Bewegung des Tieres. Der Moment des Wiedersehens rückt immer näher. Die Löwin hob plötzlich den Kopf, als sie den vertrauten Geruch ihres Jungen erkannte. Es stand auf und ging schnell auf das Löwenjunge zu. Das kleine Löwenjunge rannte herbei und stieß freudige Schreie aus. Mutter und Tochter berührten sich in einem rührenden Moment mit den Nasen. Die Löwin leckte ihrem Jungen liebevoll über Kopf und Gesicht. Das weiße Eis am Bein des Löwenjungen war noch deutlich zu erkennen. Die anderen Mitglieder des Rudels beobachteten das Geschehen schweigend aus der Ferne. Die Szene strahlt inmitten der wilden Natur Wärme aus. Daniel und Samuel lächelten, als sie diesen kostbaren Augenblick miterlebten. Die beiden Ranger kehrten im hellen, goldenen Nachmittagslicht zu ihrem Streifenwagen zurück. Das Auto rollte langsam die alte Asphaltstraße entlang, die quer durch die Prärie führte. Hinter ihnen waren die Löwen zurückgekehrt, um sich unter den grünen Bäumen auszuruhen. Das Löwenjunge lag dicht bei seiner Mutter, sicher und gesund. Nach der nervenaufreibenden Rettungsaktion atmete Daniel erleichtert auf. Samuel lächelte, er spürte deutlich den Sinn seiner Arbeit. Das Makena Wildreservat hat zu seiner früheren Ruhe zurückgefunden.